Oh, ihr seid schon da. Herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild in unserem Campingwagen. Wir sind gerade beim Aufstehen und wir nehmen an, dass, wenn ihr das Video geklickt habt, dass ihr wieder Abenteuer aus dem Legoland sehen wollt. Die wird es geben. Aber erst nach dem Frühstück. Genau, zuerst frühstücken wir. Heute ist der Tag nach dem Unfall. Mir kommt es heute ein wenig ruhiger vor hier am Campingplatz. Wir werden mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Aber wir lassen uns trotzdem... Ihr seht, wir haben heute einen kleinen Mitkommentator, der auch schon wach ist. Wir lassen uns die Stimmung trotzdem nicht vertun und werden einen schönen Tag haben, vielleicht wieder ein wenig einkaufen gehen und da nehmen wir euch natürlich gerne mit. Der kleine Baumeister hat, glaube ich, gesagt, er will mit dem Duplo-Zug fahren. Das lässt sich machen. Wir sehen uns gleich draußen. Tschüssi. Frühstück hier am Campingplatz. Ich habe zuerst schon ein Zitat fallen lassen, wo ich gesagt habe, wir leben einfach, wir leben gut. Und Ritas Antwort war dann, wir leben einfach gut. Was gibt's heute, Rita? Übrigens sitzen wir hier draußen, weil direkt beim Wohnmobil hier drüben im Schatten ist es morgens, speziell wenn der Wind geht, noch sehr, sehr kalt. Deswegen besser in der Sonne. Nehmt lieber irgendeinen Pullover/Jacke mit. Ganz, ganz wichtig. Ja, was essen wir eigentlich? Das, was wir immer essen. Wie zu Hause dasselbe. Ja. Ein Müsli mit Banane. Rita lebt gesund. Ich ohne Banane, Christoph mit Banane. Ihr seht es, damit wir startklar sind. Duplo 4 Team auch schon am Start. Und was nicht fehlen darf, Kaffee. Oh ja, ohne Kaffee geht's gar nicht. Eine Sache, die natürlich auch genauso zum Campen gehört und die Rita hasst wie die Pest, ist das Abwaschen gehen. Apropos, wir haben den Schwamm vergessen. Oh, ich gehe nochmal zurück. Bis gleich. 10 seconds later. Das Einzige, was dabei ist, ist, dass man den Geschirrspüler zu Hause dann wieder richtig wertschätzt. Den schätze ich doch immer wert. Ja, wir werden jetzt hier noch den Abwasch machen, oder besser gesagt, ich filme Rita dabei, wie sie ihn macht, und dann schauen wir mal runter in den Park. Was ist der Plan für heute? Mit dem Duplo-Zug fahren und, keine Ahnung, entspannen, eine Runde gehen. Ich möchte gern diesen Cola-Becher mir mal anschauen. Wir haben unsere Legoland-Trinkbecher zu Hause vergessen, also die werden wir vielleicht auch, da werden wir vielleicht auch in einem Geschäft nachschauen, ob es da wieder mal was gibt. Vielleicht auch sogar im Schnäppchenzelt. Stimmt. Wir werden sehen. Und Duplo wollte ich noch kaufen für Tim. Mal schauen. Rita hat schon wieder einen neuen Freund gefunden. Ich werde öfters ausgetauscht als Ritas Unterwäsche. Seht euch mal das an. Ich meine, das geht ja gar nicht. Weißt du, er wartet jetzt schon seit Tagen darauf, dass ich mich zu ihm setze. Und ich dachte mir, wenn man so geduldig wartet, dann muss ich mich doch mal zu ihm setzen. Okay, na gut. Ja, wir sind, ich sage jetzt gar nichts dazu, gerade auf dem Weg vom Feriendorf in Richtung, Rita, wir lassen euch mal alleine. Ihr könnt gern gehen, ich bleibe hier noch ein Weilchen sitzen. Macht's. Gell, Freddy? Freddy. Wir sind auf dem Weg vom Campingplatz in Richtung des Legolands. Und zwar sieht dieser Weg hier so aus. Weiß nicht, man hört, glaube ich, Rita bei, ich schalte ja gleich ihr Mikrofon aus. Der Weg vom Campingplatz oder Feriendorf in Richtung des Legolands führt hier durch so ein kleines Wäldchen, ist sehr schattig, ist sehr gemütlich zum Gehen. Wenn man da jetzt 10-mal am Tag auf und ab geht, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon ein wenig anstrengend ist, aber so 1-2 Mal am Tag ist das überhaupt kein Problem. Und ja, was machen wir heute? Wir wissen es selbst noch gar nicht. Wir haben uns jetzt mal dazu entschieden, hier ganz gemütlich hinunter zu schlendern. Es ist heute ein wenig ruhiger im Legoland. Man merkt schon, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Die Zahl der Verletzten wurde ja auch auf etwas über 30 hinauf korrigiert bei der Drachenachterbahn. Man hört es ja auch nicht. Normalerweise ist ja von hier schon das donnernde Geräusch der Wegen zu hören. Wir werden uns einfach mal umsehen, wie viel heute los ist. Tim will sicher wieder ins Duplo Village und eine Runde mit dem Zug fahren. Und ansonsten schauen wir einfach, was sich so ergibt. Vielleicht auch mal Aquarium. Ich weiß es noch nicht, aber hoffentlich seid ihr dabei. Viel Spaß beim Vlog hier aus dem Legoland.
Legoland und wir melden uns dann gleich. Übrigens ganz praktisch, wenn ihr die Legoland-App habt, dann könnt ihr auch eure Tickets hier hineingeben, beziehungsweise weil die Sonne ziemlich reinscheint, aber egal, ja. diese Jahreskarten und die sind da unten in der Mitte. Und da geht ihr dann auf meine Tickets oder Jahreskarten und dann werden die angezeigt. Also perfekt und easy. Und wir sind schon beim Eingang vorne. Das heißt nichts wie los ins Vergnügen. Richtig. So. Jetzt? Ja. Hallo. Hi. Ja, perfekt. Danke. Falls ihr dieses Refresh and Refill Angebot übrigens annehmen wollt, müsst ihr extra zu diesen Ständchen gehen und es euch hier kaufen, denn bei den normalen Essständen gibt es nur quasi das unter Anführungszeichen normale Cola. Und ja, dann, wenn ihr den Becher habt, dann könnt ihr zum Automaten gehen. Und übrigens, es gibt auch nicht nur Cola, sondern auch Wasser, Fanta und sonstiges, was einfach die Coca-Cola-Firma zu bieten hat. Sorry for that. Das habe ich leider etwas falsch verstanden. Ja. Nehmen wir uns das Angebot eher nicht. Es wäre zwar natürlich speziell für Familien interessant, für Familie, Becher, aber alle nehmt euch trinken. einfach einen Becher. Ja. Letztens war eine Familie, die sich wunderbar 4 Becher genommen hat. Ich meine, ich verstehe schon, wenn alle gerade einen Durst haben, aber mit einem Becher kommt es halt doch billiger. Ja. Wir machen es anders. Wir haben uns eine Wasserflasche mitgenommen und füllen uns die Wasserflasche einfach immer bei den Kloanlagen auf, denn das Wasser schmeckt wunderbar hier. Ja. Wir sind nicht die allergrößten Cola-Fans. Nein. Ab und zu mal eine Spezi oder ein Fanta sehr gerne, aber mehr auch nicht. Nein. Gut, dass Christoph gesagt hat, oh, da vorne ist zu, denn ich wäre gerade voll, ich glaube mit vollen Karacho da hineingefahren, weil ich ein bisschen abgelenkt war. Wir haben uns nämlich diese, wie nennt man sowas, Umhänge, Dingsbums geholt. Ich habe übrigens 2 drauf, denn Tim wollte nur das Band und nicht den Anhänger. Ja. Und wie Rita richtig gesagt hat, ist, so wie es aussieht, der komplette Mittelalterbereich hier abgesperrt. Und das bedeutet, dass auch die andere Bahn drüben, die kleinere Achterbahn, genauso wie das Gold, Waschen und dieses Pferdchen Reitdingsbums heute nicht. Diese Frau ist einfach unbelehrbar. Ich habe ihr extra gesagt, sie soll nicht so knapp an den Dinosauriern vorbeigehen, weil die im Intervall von etwa einer Minute hier Wasser spritzen, und zwar ganz schön viel. Sie ist absichtlich durchgegangen und was ist? Sie hat schon wieder, obwohl es auf der Innenseite ist, wahrscheinlich das Mikrofon nass gemacht. Ich habe mir gedacht, dass das so ein leichter Sprühregen ist. Das ist aber voll, also intensiv. Ja, weil es wieder heiß ist jetzt. In der Nacht war hier im Campingwagen kalt, jetzt ist hier wieder heiß. Ja. Man kennt sich nicht aus. Man kennt sich nicht aus. Wir sind im Miniland unterwegs und das Gute, der kleine Baumeister ist genauso interessiert an Zügen wie der Große. Ich bin heilfroh darüber, muss ich sagen. Nicht nur du, auch ich. Ja, wir schlendern jetzt mal ein wenig durch das altbekannte Miniland. Falls uns was Neues auffällt, dann werden wir euch natürlich informieren. Sieht aber so aus, als hätten sie, seitdem wir das letzte Mal hier waren, nicht allzu viel Neues aufgebaut, wobei einige der roten Dächer dort hinten sehr, sehr neu aussehen. Zum Teil rot ist ja eine Farbe, die wahnsinnig schnell vergilbt. Das stimmt. Aber ich bin gespannt, ob diese Konzertbühne dann später mal in Aktion tritt. Wir haben gehört, dass gestern aufgrund des Unfalls auf dem Feuerdrachen sämtliche Aktivitäten, Paraden dann abgesagt wurden. Aber ich glaube, dass diese Bühnensache doch immer nur samstags ist, bei den langen Nächten. Kann das sein? Das wäre natürlich auch interessant, ob dann das Feuerwerk stattfindet. Wir werden euch natürlich informieren und genießen jetzt hier ein wenig das Treiben.
im Mini. Übrigens hatten wir gestern in der Fabrik ein längeres Gespräch mit einem Amerikaner. Wir haben schon mit so vielen von euch gesprochen. Danke, dass ihr uns angesprochen habt. Das freut uns echt immer wahnsinnig. Total nette Gespräche. Kommt ruhig her zu uns, wenn ihr uns seht. Jederzeit. Wir sind immer froh und freuen uns, wenn ihr uns ansprecht. Aber wie gesagt, zurück zum Amerikaner. Der hat uns erzählt, dass er extra wegen dem Legoland und auch dem Fabriksshop hier nach Europa fliegt. Unglaublich. Er fliegt dann mit 60 Kilo Lego immer nach Hause, kommt so einmal im Monat immer wieder hierher, fährt auch öffentlich mit Zug und Bus. Ich frage mich, wie er das schafft, aber dürfte möglich sein. Und auch wieder mal ein Indiz dafür, dass es hier im Legoland Fabrikshop Teile gibt, die günstiger sind als überall sonst. Und ja, er hat uns eben erzählt, er ist in Amerika Mitglied einer Look und da brauchen sie jede Menge Teile und die kauft er dann hier ein im Fabrikshop. Ich komme jetzt gerade nicht weiter, weil Tim so begeistert ist von all den fahrenden Zügen und Schiffen, dass wir wollten jetzt gerade weiterfahren, aber er hat sich beschwert und schaut sich jetzt noch dort hinten, glaube ich, ein Schiff an. Wir haben übrigens ein Legoland-Gerücht gehört, das wir mit euch teilen wollen, denn wir sind nicht sicher, ob es wirklich stimmt. Wenn ihr was wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Denn für die Allianz Arena sollen angeblich Teile verwendet worden sein, die in keinem Lego-Set vorgekommen sind. Wir haben schon geschaut, leider findet sich das Inventar nicht auf Bricklink. Dabei wollten wir es nachbauen. Aber ja, Rita hätte bestimmt Freude an den, ich glaube, über 30.000 Minifiguren, die da drin sitzen. Wir sind jetzt gerade auf der Hinterseite, aber ihr seht die begeisterten Gesichter auf der anderen Seite. Es ist ein Wahnsinn, was hier alles verbaut wurde. Und ganz ehrlich, ich sehe die Teile jetzt momentan nicht, aber es dürften irgendwelche Transparenten sein, wenn ich mich nicht täusche. Wir zählen auf euch, dass ihr uns das mitteilt. Ja. Die Achterbahnstimmung ist auf jeden Fall ungetrübt, denn bei der kleinen Mauscoaster, wie nennt sie sich die? Jetzt habe ich sie vergessen. Race. Ich sage jetzt nicht, wie sie heißt. Aber die ist wenigstens noch in Betrieb. Ja. Die Leute scheinen sich nicht davon abhalten zu lassen. Das ist ja auch ein extremes Pech, wenn auch die zweite Achterbahn heute down gehen würde. 1 Stunde Wartezeit hier, wobei es ist jetzt kurz vor Mittag und einiges ruhiger vorkommt heute als noch gestern. Und Rita, was haben Sie noch zu sagen? Übrigens tolles Outfit heute wieder. Danke. Was wir auch nicht nur für euch vernachlässigen wollen. Wir sind am Weg zum Outlet, weil ich eben für Tim gerne noch etwas Duplo gekauft hätte. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, dass ich ihm trotzdem diesen orangen den grünen Müllwagen kaufe, obwohl da spritzt es wie wild, deswegen schaue ich so. Obwohl wir da ein Teil nicht haben, aber vielleicht haben wir das zu Hause. Ja. Werde ich mal nachschauen. Oder sonst auf Bricklink. Es handelt sich dabei, glaube ich, um dieses Scharnierteil für diesen Kipper. Ja. Wo ich auch ganz gern wieder mal reingehen würde, aber das geht natürlich mit Tim auch nicht so gut, ist das Kino. Dort waren wir schon länger nicht mehr drin. Mich würde mal dieser Mythica-Film interessieren. Hier in den Studios. Aber ja, vielleicht heute, morgen oder übermorgen. Wir sind ja noch ein bisschen hier. Und übrigens ein mega Wind. Ich weiß nicht, ob ihr es hört am Mikrofon. Wir sind aber froh drum, denn sonst wäre es, glaube ich, schon mega heiß. Aber mit dem Wind ist so angenehm kühl. Also kühl, aber angenehm. Ganz richtig. Ach, und was wir euch jetzt noch nicht gesagt haben, wir wollten auch heute schon kurz beim Minifigurenatelier vorbeischauen, weil Rita natürlich checken wollte, ob es neue Minifiguren gibt. Zum Bersten gefüllt, man konnte nicht mal reingehen. Ja. Haben wir wieder umgedreht, aber vielleicht irgendwann am Nachmittag. Ich bin zuversichtlich. Jetzt geht's mal kurz ins Outlet. Ich wäre ja gern weitergegangen und hätte so getan, als wäre nichts gewesen, aber Christoph wollte unseren Anfängerfehler gerne auf Video haben. Danke dafür. Das Outlet öffnet erst, ich habe es auch nicht gewusst, um 12. Aber da es kurz vor 12 ist, werden wir vielleicht sogar warten und dann reinschauen.
Wie könnte es anders sein? Kleine Planänderungen. Wir haben jetzt mal geschaut, wie es im Aquarium so ausschaut, weil das auch für Tim etwas wäre. Aber die Schlange ist wieder bis hier und ich denke mal, dass man da gut eine Stunde schon wartet. Man sieht ja auch am Anfang den Film und will das ein bisschen genießen. Deswegen sind Tim und Oma schon auf dem Weg ins Duplo Village. Wie könnte es anders sein? Und wir begutachten hier noch die Szenerie und die Taucher. Und das Meeresrauschen. Ja. Wahrscheinlich auf der Kamera ziemlich ekelhaft klingen wird. Entschuldigung. Ja. Dann geht's weiter. Bis gleich. So, Tim ist jetzt vom vielen Zugfahren und dort herumlaufen bei diesen Wasserspritzpistolen so müde geworden, dass die beiden Damen, also Rita und ihre Mutter, gleich in dieses Hip-Geschäft rein mussten, um ihm was zu essen zu kaufen. Ich bin in der Zwischenzeit in unseren Campingwagen gegangen und koche für Rita Spaghetti. Oh, hier muss ich ein bisschen zurückdrehen, sehe ich gerade. Nicht, weil wir Geld sparen wollen, sondern weil jetzt um die Mittagszeit, es ist jetzt... schnell 12:49 Uhr, weil dort bei den Restaurants und teilweise auch Essensständen um einiges los ist. Und Rita hat sich von mir Spaghetti gewünscht. Das Einzige ist, ich muss kochen, weil sie nicht gerne mit Gas kocht. Aber das machen wir natürlich gerne. Die Nudeln sind jetzt dann gleich fertig und da werden wir dann ganz gechillt, auch dass Tim dann demnächst mal sein Mittagsschläfchen machen kann, auf unserem Tisch hier Mittagessen. Dann chillen wir ein bisschen. Das ist ja das Gute am Urlaub im Legoland, dass wir hier nicht nur einen Tag sind und dann wieder alles filmen und rumlaufen und keine Ahnung was müssen. Wir können uns dieses Mal wirklich viel Zeit lassen und können auch mal ein kleines Mittagspäuschen einlegen und uns erlauben, hier ein bisschen am Campingplatz zu sein. Heute ist es ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob es nur Einbildung ist. Es sind auch sehr viele Leute nach Hause gefahren. Irgendwie, der Campingplatz war gestern am Nachmittag wirklich voll. Heute sind viele Plätze leer. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das mit dem Unfall gute Besserung auf jeden Fall noch an alle Geschädigten und Verletzten an dieser Stelle. Sind ja fast alle verletzt worden in den beiden Achterbahnzügen am Feuerdrachen bei diesem Unfall gestern. Es ist hier auf jeden Fall auch heute sehr ruhig. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen kochen und das einzige Problem ist, dass der Upload hier im Legoland, vom Legoland Internet jetzt dermaßen langsam ist, dass wir die Videos fast nicht mehr uploaden können. Wir haben jetzt unser Datenvolumen, unser Mobil ist auch schon fast aufgebraucht. Ich versuche es jetzt, weil Mittagszeit ist, wie gesagt, nochmal hier mit dem Legoland Internet. Also es kann sein, dass jetzt nicht täglich ein Video kommt, aber ich hoffe, ihr werdet es verzeihen. Ansonsten wäre das ganz praktisch eigentlich, dass die Videos uploaden, während wir hier im Park sind. Wir essen jetzt mal und dann melden wir uns später wieder, was los ist. Wir werden auf jeden Fall dann nochmal in den Park rein. Beim Abdrehen der Gasflasche haben wir Legoland Dauercamper entdeckt. Nämlich diese kleinen Freunde hier. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Moment, ich zoome hier mal drauf. Sind die nicht süß? Genau neben unserem Platz sind die kleinen Freunde hier in einem Nest. Ich verstehe es aber auch irgendwie, denn ich glaube, hier bekommt man sehr viel Futter doch am Campingplatz. So, jetzt lassen wir die Kleinen wieder in Ruhe. Wobei, ich glaube, so leise haben die das hier eigentlich gar nie. Speziell nicht neben unserem Wohnmobil, wenn es wegfährt oder gerade kommt. Denn es ist doch relativ laut beim Fahren. Also macht's gut, kleine Freunde. Rita, wir haben die Spaghetti geschmeckt. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe nichts mehr zwischen den Zähnen. Aber wunderbar. Das beste Restaurant im Legoland. So der Campingwagen von Christoph. Danke für das Kompliment. Wir haben jetzt eine kleine Kaffeepause hinter uns gebracht und sind, wie ihr vielleicht sehen könnt, wieder auf dem Weg vom Feriendorf rüber ins Legoland. Und wir möchten euch damit auch was zeigen. Und zwar ist Rita wirklich Lego-Fan durch und durch. Bin tätowiert auf beiden Armen. Sie hat sich jetzt auch noch mal tätowieren lassen. Rita, zeig mal. Also das ist das Tattoo von gestern. Moment mal. Ja, sieht man's? Ich hoffe. Ja. Und das Tattoo von heute. Moment. Die Kamera will. Rita ist so umher. Ja, einmal Piraten. Was ist das eigentlich, Rita? Wenn man
im Park unterwegs ist und eben kurz rausgeht ins Feriendorf oder auch zum Auto. Ihr kennt das von Christoph, der hat sich, glaube ich, mal einen Schmetterling tätowieren lassen. Ja. Dann bekommt man einen Stempel, wenn man sagt, dass man später wieder reinkommt. Finde ich eine praktische Idee. Ganz richtig. Und die Stempel wechseln auch täglich. Das Genau. heißt, Deswegen gestern ein Lego-Kopf, heute ein Pirat. man kommt also nicht mit dem Stempel von gestern rein. Ja. Was ist jetzt der Plan? Wir werden jetzt mal reinschauen. Rita möchte auf jeden Fall noch ins Outlet, bevor die wieder zusperren. Nachdem die zuerst nicht offen hatten, ja. Und ich möchte ganz gerne vielleicht noch eine kleine Runde Zug fahren mit Tim oder ins Miniland schauen. Genau. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach treiben und immer wenn es was Spannendes zu sehen gibt, dann seid ihr hier bei Rita richtig. Richtig. Ja. Übrigens wollten wir eigentlich mit dem großen Zug fahren, aber der fährt nicht. Ja, sie haben Ja. genau die Attraktionen geschlossen, die so im Umkreis der Drachenachterbahn sind. Überall, wo man also ja, den Ort des Geschehens beobachten kann, ist zu. Eigentlich ist das ganze Ritterteil. Ganze Ritterteil ist gesperrt. Ja. Aussichtsturm fährt wieder, das ist das Einzige, aber sonst ist alles dort abgesperrt. Ja. Ja. Und es gibt auch keine Tickets. Wie gesagt, heute ist Freitag, der 12. August 2022 und es gibt auch keine Tickets mehr. Also wenn ihr spontan hergefahren seid. Ja. Man kann also nur, wenn man, so wie wir, schon vorgebucht hat oder Jahreskartenbesitzer ist, rein. Aber die spontanen, die werden heute leider vertröstet. Ja. Ja. Wir sind jetzt schon beim Eingang und melden uns dann von drinnen wieder. Wir sind auf dem Weg zum Outlet, haben kurz bei der Dschungelexpedition reingeschaut. 60 Minuten Wartezeit. Ja. Vielleicht ist es später besser. Gut, dass wir da gestern noch gefahren sind. Jetzt natürlich ist es heiß geworden am Nachmittag und da wollen sich die Leute abkühlen. Übrigens ein guter Tipp, der gestern dauernd durchgesagt wurde. Man solle sich bitte nicht quasi alle Erwachsenen auf eine Seite setzen, denn sonst kippt das Boot ein bisschen. Bei unserer Fahrt war das auch ein bisschen der Fall, weil irgendwie die Erwachsenen ja, auf der gleichen Seite gesessen sind und alle Kinder auf der anderen Seite. War abenteuerlich. Also wirklich eine abenteuerliche Dschungelexpedition. Sehr zu empfehlen, die Fahrt. Ja. Oder auch nicht, weil, na gut, es war dann schon ein bisschen wärmer, bis wir dran gekommen sind. Und dann wird man nämlich extrem nass, wenn das Boot ein bisschen schiefer ist. Rita und ihre Mutter haben sich jetzt umentschieden. Ich habe gesagt, das werdet ihr bitterböse bereuen, aber sie haben sich nicht von mir belehren oder auch einschüchtern lassen. Es ist jetzt ziemlich warm geworden und anstatt des Shoppings, mir soll es recht sein, und meiner Kreditkarte wollten sie hier mit den Piratenbooten fahren, wo sie natürlich jetzt hier unterwegs sind und ziemlich nass gespritzt werden. Ich habe Rita aber, bevor sie an Bord gegangen sind, noch das Mikrofon weggenommen, denn das war letztes Mal so nass, dass wir es fast aus dem Verkehr ziehen mussten. Und weil eben dieser Kopfschutz erst dann am Abend oder besser gesagt am nächsten Tag trocken wurde und, glaube ich, auch einiges an Wasser reingespritzt war. Aber es sieht aus, als würden sie noch lachen. Letztes Mal haben wir sie ja reden gehört. Ich zoome mal ein bisschen für euch an, dann seht ihr sie vielleicht etwas besser. Hier sind die beiden jetzt bei einer kurzen Cool-Down-Phase, bevor es dann dorthin geht, wo diese Kanonen ins Wasser einschlagen und wo man auch wieder ziemlich nass wird. Aber ja, selber schuld. Wartezeit hier übrigens laut App 25 Minuten. Es hat jetzt aber insgesamt, glaube ich, nur eine Viertelstunde gedauert, bis sie hier schon um die Kurve gedüst sind. Also das ist eigentlich vertretbar, weil es heute überhaupt etwas ruhiger ist im Park, jetzt hier hinten jedenfalls, kommt mir vor. Aber ihr seht, die kurbeln, was das Zeugs hält, und haben hier eine Menge Spaß. Die Piraten hier unterhalten sich natürlich auch über den Vorfall gestern. Vielleicht wissen sie schon mehr. Und hier kommen unsere Piratinnen. Schauen wir mal, wie nass sie heute geworden sind. Sieht nicht so schlimm aus wie beim letzten Mal, was natürlich auch klar war, weil die Mikrofone im Trockenen geblieben sind. Aber gut, ich hoffe, die Fahrt hat Spaß gemacht. Ja. Rita ist doch ziemlich nass geworden, so soll es sein. Wir sind am Weg in den Ninjago-Bereich, der mittlerweile nicht nur mehr mein Lieblingsbereich oder fast Lieblingsbereich ist, mit meinem besten Freund, ihr kennt ihn, sondern auch Tims. Wie viele Freunde hast du hier eigentlich so?
Alles Männer. Irgendwie kommt mir da schon so ein wenig Spanisch vor. Sagen wir, das ist auch Tims Lieblingsbereich, denn da hinten ist ein kleiner Duplo-Spielplatz, wo er schon sehr viel Zeit verbracht hat. Das ist natürlich ideal. Genau. Ja, und wir sehen auch sehr viele Jungs und Mädchen hier mit Schwertern herumlaufen, mit allen möglichen Sets. Also Ninjago oder Ninjago, wie auch immer man sagen möchte, hat ja wirklich bei Lego eingeschlagen wie eine Granate. Er hat, Oh ja. wenn man den Gerüchten glauben darf, ja sogar Star Wars überholt und ist jetzt die beliebteste Lego-Serie überhaupt. Wir wollten uns immer schon mal ein paar Ninjago-Sets kaufen, allen voran wegen der coolen Figuren und Teile, haben es aber dann irgendwie noch nie gemacht. Ist vielleicht auch besser so. Nur Sonst für den Neffen. hätten wir die nächste Baustelle angefangen. Aber richtig, für Ritas Neffen haben wir schon einige Male was gekauft. Und vielleicht wird ja auch Tim später mal ein großer Ninjago-Fan. Hier sind wir auf jeden Fall sehr gerne. Es ist, wenn ich das richtig sehe, 35 Minuten Wartezeit beim Ninjago The Ride. Dort gehen wir aber nicht rein, weil Tim damit noch nicht fahren darf. Aber wie gesagt, hier zur Rechten ist dieser Duplo-Spielebereich und das sieht nach jede Menge Spaß aus. Auf jeden Fall. Wir schauen mal, was wir jetzt machen. Entweder ein bisschen Duplo spielen oder ins Outlet. Mal schauen. Mein bester Freund wird belagert von vielen anderen. Vielleicht bin ich doch nicht mehr seine Nummer 1. Mit diesen traurigen Gedanken werde ich dann zurück zum Campingplatz gehen und mich wieder auf die Bank setzen. Rita erfährt, aber jetzt ist er frei geworden. Liebe stößt nicht immer auf Gegenliebe, meine Liebe. So nicht. Ich muss jetzt ein ernstes Wörtchen sprechen mit Mr. Wu, denn so kann es nicht weitergehen. Ja, Rita hat natürlich was im Outlet gekauft. Wie könnte es anders sein? Mehr dazu in unserem Haul-Video. Beim großen Drachenrennen ist die Wartezeit jetzt übrigens 30 Minuten. Das ist eigentlich ganz verschmerzbar an so einem Tag wie diesem hier. Die drei sind jetzt hier reingegangen, wo Einstein aus Lego gebaut ist und bauen ein wenig Duplo, wenn ich mich nicht täusche. Wir schauen aber mal, also wie gesagt, hier sind alle Kinder fleißig am Bauen. Und ich glaube, man bekommt dann so einen Anstecker, wenn man fertig ist. Wir schauen hier nur kurz weiter zu dieser Nintendo Area, wo auch megamäßig viel los ist. Ich glaube, hier sind heute alle Konsolen in Betrieb. Also wenn ihr mal kurze Zeit eine Pause braucht, dann könnt ihr hier reinschauen. Und wie wir auch schon mal gefilmt haben, gibt es hier auch noch so ein kleines Museum. In diesem kleinen Museum könnt ihr euch die Meilensteine des Lego-Konzerns so anschauen, wie alles begann mit Holz- und Metallspielzeug und wie es dann weiterging mit Plastik. Damals haben die Autos auch noch so ausgesehen, zum Teil schweineteuer jetzt. Ritterburg, Piraten, auch der Teppich ist cool, hätten wir gerne. Hat sogar dieselbe Farbe wie unser Dachboden, Teppichboden. Total cool, auch Piraten und so weiter. Ich glaube, hier haben wir auch schon mal alles gefilmt. Das heißt, da könnt ihr gerne, wenn ihr unsere alten Videos durchklickt, ein bisschen euch informieren. Hier kommt was Neues, was noch nicht eingetroffen ist. Ford Lego Rado ist hier. Dann die frühen 2000er von vielen gehasst. Jack Stone sehe ich hier, Island Extreme. Ihr werdet jetzt beinahe Zeugen eines Autounfalls geworden. Da habe ich leider die Kamera zu spät eingeschaltet. Gott sei Dank geht nicht nur bei uns was schief. Ist gerade dieser Kranwagen mehr oder weniger entgleist und wurde von diesem Messweintanker gerammt. Ich war gespannt, ob der Bus, der dort hinten kommt, jetzt dann auch noch in den Unfall verwickelt wird. Aber sie haben jetzt anscheinend die Anlage gestoppt oder sie hat sich selbst gestoppt. Vielleicht ist das automatisch dann, ja, das kann man nicht. Aber hier war ein kleiner Verkehrsunfall. Übrigens trinkt er schon wieder Eiskaffee. Ich weiß gar nicht, wie die gute Frau das immer verdient hat. Eigentlich gar nicht, aber es macht was. Ja. Er ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber die Eisschokolade ist auch sehr gut. Ich bin immer am Schwanken. Übrigens habe ich mich zuerst gerade auf das Bankerl da hinten gesetzt und ich kann nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen müde seid zwischendurch, setzt euch auf verschiedene Bankerl im Miniland, denn da sieht man immer wieder tolle Sachen und zum Beispiel von hier aus hat man erstens mal den Ninjago Flyer, man sieht teilweise das Tretomobil da zwischen den Bäumen durchfahren, den Aussichtsturm, der auch immer wieder auf und ab kommt und hinten das Duplo-Land. Also ich finde das echt cool,
was man da immer alles sieht. Unglaublich. In verschiedenen Perspektiven. Ja. Und natürlich auch hier im Miniland, in jeder Ecke gibt es etwas anderes zu entdecken. Und ich glaube, es war kein einziges Mal bis jetzt, dass wir hier waren und nicht genau dasselbe gesehen haben. Übrigens eine kleine Side-Story noch. Ich bin mit Tim, weil er ganz wahnsinnig war, zuerst in diesem Rebuild the World alleine gewesen, weil du ja Kaffee holen musstest. Apropos wahnsinnig, der ist gerade am Weg da draußen. Ich komme gleich wieder. Kurzes Update aus dem Minifigurenladen. Ich glaube, dieses Oberteil haben wir bisher noch nicht gesehen. Ein Oktan-Mitarbeiter. Wir überlegen, ob wir die für unsere Stadt noch mitnehmen sollen. Bin ich schwer dafür. Tankstellen haben wir genug. Wir brauchen natürlich auch Mitarbeiter. Ansonsten hier relativ viel alter Kram, wenn man das mal so sagen darf. Und nicht nur viele Minifiguren, sondern auch viele normale Leute. Unglaublich. Das sind die Figuren, die ihr euch für 2 Euro bedrucken könnt. Allerdings nur Namen, also keine Bilder. Wurden wir auch schon ein paar Mal gefragt. Und ich glaube, wir werden ein anderes Mal, wenn weniger los ist, hier euch zeigen, was es gibt. Wow, also dass sie die Minifiguren hier in dieses Atelier ausgelagert haben, ist zwar auf den ersten Blick eine ganz gute Idee gewesen. Andererseits ist es dort wirklich immer zum Bersten voll. Und Hut ab bei den Mitarbeitern, denn die Luft war dezent schlecht. Also es ist sehr heiß drinnen, deswegen auch eine Empfehlung, wenn ihr da nicht ganz so tough seid oder das nicht ganz so gut aushaltet, vielleicht auch gleich in der Früh hingehen. Ganz richtig, ja. Also Rita hat gesagt, sie hat außer diesem Oktan-T-Shirt, welches neu ist oder auch nicht, wir wissen es jetzt momentan nicht, hat sie noch 2 neue Hosen gesehen. Ich glaube 2 neue Hosen, wobei die für uns nicht so interessant sind, weil die eine Hose war, glaube ich, von Feuerwehrleuten und die andere, die so eine orangene, also irgendwelchen Bauarbeitern oder sowas. Wir werden auf jeden Fall für euch versuchen, morgen da noch mal reinzugehen. Vielleicht ist da ein bisschen weniger los. Rita will sich außerdem wieder mit neuen Minifiguren eindecken und dann schauen wir, ob wir noch mal die Kamera für euch zücken. Es ist jetzt schon nach 18 Uhr, also natürlich haben die Fahrgeschäfte jetzt schon alle geschlossen und die Leute müssen noch schnell was einkaufen gehen. Allerdings waren wir gestern mal am Nachmittag dort und da war nicht weniger los, ich glaube sogar noch mehr. Es ist ein Wahnsinn. Also ich verstehe es auch, weil Minifiguren sind super cool, aber eben leider wird es halt in diesem kleinen Geschäft sehr warm. Richtig, also das ist nicht ganz ideal. Was ich vorher noch sagen wollte und wo wir unterbrochen wurden, wir erleben ja das erste Mal jetzt das Legoland mit einem kleinen Kind. Tim ist 1,5 und für uns ist das ganz eine neue Erfahrung, deswegen auch diverse Cuts und teilweise passt das nicht ganz zusammen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen ins Outlet-Geschäft und der nächste Shot ist dann irgendwo von der ganz anderen Seite des Parks. Das liegt vor allem daran, erstens, weil Rita sehr impulsiv ist und sie immer wieder ihre Meinung ändert. Ich hoffe nicht, was ihre Wahl an Männern anbelangt, aber natürlich auch, weil wir Tim den ganzen Tag irgendwie nachlaufen. Wir hatten jetzt noch jede Menge Spaß bei der Eisenbahn im Duplo Village. Er ist, glaube ich, an die 100 Mal gerutscht und wir sind jetzt wieder zurück hier im Miniland, wo wir euch noch kurz was beichten müssen. Wir werden jetzt dann gerade gleich noch rüberschauen. Also wir waren ja zuerst mit Tim dort, wo ich dieses Lego-Museum und den Nintendo-Teil gefilmt habe. Ich war dann mit ihm kurz allein, weil sich Rita und ihre Mutter einen Eiskaffee geholt haben. Ich bin dann mit ihm raus. Wir sind dann ein Stück gegangen und ich sage euch das Beste, wenn ihr nämlich wollt, dass eure Kinder ein bisschen Duplo spielen, entweder im Ninjago-Bereich, da sind die Duplo-Steine und eben auch hinten, wo dieses Einstein-Gesicht ist, ist auch ein kleiner Duplo-Spielbereich. Und Tim hat aber nicht mit den Duplo-Steinen gespielt, sondern mit Lego-Steinen. Ja, und wir trafen auch mehrere verzweifelte Eltern, die uns, oder ihren Kindern besser gesagt, jeder hat den gleichen Satz gesagt, wir haben so viel Lego oder Duplo zu Hause, warum müssen wir da spielen? Ja, also kiloweise Lego und Duplo zu Hause, aber hier im Legoland, wo es auch noch jede Menge andere Sachen gibt, wird so Lego und Duplo gebaut. Das ist so. Lange Rede, kurzer Sinn, Tim hat das Legoland bestohlen. Er hat diese 3 Steine hier in seinen Kinderwagen reingegeben. Ich weiß nicht, was er damit bauen will. Vielleicht hat er irgendeine Idee. Sehr schöne Steine auf jeden Fall. Vielleicht hier den Markusplatz nachbauen. Er hat grau und rot. Vielleicht ist es genau das, was er will. Wir werden die
die Steine auf jeden Fall zu Hause dann austauschen. Also wir werden jetzt zurückgehen zu diesem Imaginarium, irgendwas Rebuild the World, schauen, ob die noch offen haben, die Steine zurückgeben und uns entschuldigen. Wobei dort wahrscheinlich viele Steine jeden Tag geklaut werden, aber wir wollen das nicht auf uns sitzen lassen, sonst geben wir die morgen zurück. Und wir hätten ja auch genug Steine zu Hause. Richtig. Und Tim bekommt dann zu Hause von mir 2 rote 2x2 und einen in hellgrau, damit das nicht so auffällt. Genau. Ja, was machen wir jetzt noch? Es ist jetzt Uhrenvergleich 20:06. Viele Leute gehen in Richtung Ausgang. Mir kommt jetzt heiß vor wie den ganzen Tag nicht. Ich weiß nicht, liegt das daran, dass ich neben dir stehe, Rita? Auf jeden Fall hat es mindestens 30 Grad hier. Wir werden jetzt auf jeden Fall Tim und seine Oma suchen, wo auch immer die hier unterwegs sind. Irgendwo bei Zügen, glaube ich. Er wird schon gut eingerichtet auf Eisenbahnen und Schiffe und so weiter. Wenn es noch irgendwas Interessantes aus dem Legoland gibt, dann melden wir uns. Ansonsten, glaube ich, gibt es vielleicht noch einen kleinen Gute-Nacht-Kuss von Rita aus dem Campingplatz Areal. Macht's gut bis dahin. Auch wenn wir gerade vom Heimgehen gesprochen haben, wir bekommen jetzt alle nochmal eine ganz genaue Führung durchs Miniland. Und zwar ist Tim hier der Reiseleiter. Er hat jetzt hier entdeckt, dass man hier herumlaufen kann und es gibt Lastwagen und es gibt Schiffe und es gibt alles. Frankfurt ist übrigens in sehr schönem Licht heute. Wir sind jetzt schon, obwohl wir uns zuerst verabschiedet haben, ich glaube hier 2 oder 3 Runden gelaufen. Und so sehen wir wenigstens noch ein paar coole Dinge hier im Miniland. Und das haben wir viele von euch wollen immer das Miniland noch genauer sehen mit den ganzen Details und Kleinigkeiten, die man gar nicht auf den ersten Blick erkennt. So haben wir jetzt möglicherweise noch die Gelegenheit, den ein oder anderen Shot für euch einfangen zu können. Ich habe die anderen jetzt zwar gerade verloren, aber ich brauche nur hier warten, dann kommen sie irgendwann wieder mal zurück. Hier ist es auch jetzt extrem geschäftig, es ist jetzt schon nach 6:30. Hochbetrieb hier im Miniland und ja, also wir entfernen uns eigentlich immer mehr vom Campingplatz, aber das ist kein Problem. Irgendwann wird er vielleicht tot umfallen, hoffentlich nicht, aber müde ins Bett nennen wir es so und dann sind wir alle zufrieden. So, wir sind zurück am Campingplatz und Rita hat meine Küche Mittag heute offenbar so gut geschmeckt, dass sie eine Einladung im Stars Restaurant ausgeschlagen hat. Hier ist sie und ja, die Spaghetti waren anscheinend so gut, dass sie nicht auf einen Burger gehen wollte, sondern lieber von mir bekocht. Deswegen gibt es Würstel mit Brot, also richtige Campingküche heute. Aber so ist das eben, diese Frau ist bescheiden, so hat man Frauen gerne, nicht wahr? Und ja, wir melden uns in dem Sinne ab, werden jetzt noch schlemmen, hoffentlich zumindest, und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir haben noch einen ganzen Tag Legoland vor uns, plus Sonntag, wo ja wir unsere Heimreise antreten. Ihr seht, Rita sieht dem Gaskocher hier sehr skeptisch gegenüber. Ja, ich traue mich dann nie kochen. Sie will hier nicht kochen, aber das macht nichts. Dann mache ich das eben. Ja, das war's von uns heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt uns gerne eure Fragen zum Legoland oder Anregungen, Kommentare unter das Video und dann sehen wir uns bald wieder. Bis demnächst und tschüss!